Hallo miteinander! Heute machen wir weiter an der Tierkiste. Affengeil! Heute kommen alle Grossteile her, dass wir nachher weiterfahren können. Den Tank machen wir selber, das passiert alles heute. Scheiße! Ah. Ja, ihr seht, wir haben die Sonne im Gesicht, wir freuen uns wie verrückt. Alle Teile, die viel Platz brauchen, müssen heute hierher. Dass wir nachher dann können die ganze Elektronik und die ganzen Kleinteile machen. Also das heisst, der Blechgokriegel braucht noch einen Tank. Richtig. Also. Macht einen Tank, natürlich mit der Halterung und dem kompletten Zeug. Der Rest ist ja schon ziemlich fertig, also da die ganze Lenkgeschichte und alles ist schon zu 90%, sage ich mal. Das ist natürlich wie immer ein Rolling Chassis. Das heisst, die meisten Sachen sind nur punktet. Also wenn man heute das als gut befindet, kann man das nachher komplett zerlegen und alles sauber fertig schweissen, dass man im nächsten Video dann auch mal drauf hocken können und das nicht alles gerade der Pfau macht. Also Auspuff, fangen wir gerade an. Wieso lachst jetzt du? Ja, weil du so schön eingepackt hast. Weißt schon wieso? Der Auspuff, das war ja ein riesiges Thema. Das Problem ist einfach das, dass das einfach wirklich keinen Platz hat. Jetzt haben wir da, finde ich, eine sehr gute Lösung. Ihr seht jetzt da, habe ich das Ganze noch ein bisschen vermucheln, noch ein bisschen einquetschen. Ich kann an dem nichts mehr ändern. An dem Schneck haben wir ja die Resonanzlänge, die haben wir wirklich so vermessen vom Alten. Das Volumen haben wir ein bisschen grösser gemacht, weil es so einen Bogen drin hat. Ganz minim nur und darum wollte ich da nichts machen. In diesem Körper ist der Gegenkonus drin. Das heisst, an dem Schalldämpfer, der wäre so weit rausgestanden, ich habe jetzt lieber an dem Schalldämpfer halt das Ganze ein bisschen angepasst. Und wie man sieht, die Abgase müssen seitlich raus. Ich wollte es nicht vorne raus, so wäre ja original gewesen. Das ist ein Zweitakter mit Öl und dann stübt es da immer alles wieder an die Kisten an. Im dümmsten Fall vor das Rädchen. Wir haben sonst schon nicht wahnsinnig viel Fläche für den Grip. Darum seitlich, natürlich bereits eingepackt, weil das Ding wird natürlich abartig heiß. Dann weiter haben wir hier den schönen Kühler. Den haben wir natürlich auch noch ein bisschen angepasst. Da unten hat es ein Winkel gegeben, dass man das schön anstellen kann. Ich tue mal da hinten das Gewinde bohren. Dann willst du mal schnell etwas über den Kühler erzählen. Also der ist extra angefertigt. Kühlerreparaturen.ch. Das Einzelstückchen, der hat er extra für uns gemacht, dass der nämlich genau hier geht. Von der Höhe her haben wir noch 5 mm Luft. Jetzt haben wir hier hinten noch ein Winkel gemacht. Hier 2 Gewinde gebohrt. Dann können wir den hier runterschrauben. Hier oben den Winkel gemacht. Und dann gibt es hier die Gummis vom Ofakult. Dann haben wir nämlich den schön. Dann hebt der eigentlich schon. Dann wir hier innen noch ein bisschen auspolstern mit ein bisschen Schaumstoff. Genau, da kommt natürlich schon ein Schaumstoff rein. Wir haben da bewusst natürlich Spiel lassen. Aber den machen wir jetzt noch nicht her, weil es wird ja da noch ein bisschen geschweißt und bohrt, was auch immer dann. Das gerade ist, gell? Super, immer schön schmieren, gell? Immer schön schmutzig an. Was hast du gesagt? Etwa 3 Liter braucht es Platz, oder? Für die ersten ich schätze 3 Liter wäre gut, ja. 3 Liter wäre, glaube ich, etwas Schönes. Was haben wir da? Da oben so, wie man sagen. Stützen. 150. Hast du einen Taschenrechner da? Selbstverständlich, sag. Da ist immer dabei der Taschenrechner. 100. 100. Mal 200. Ja, mal die 200. 3 Liter, ja? Ja, das stimmt, genau. Mal 150, ja, das stimmt. 3000 Kubikzentimeter, die 3 Liter. Oben Stutzen. Du weißt was? Was? Ich gehe einfach mal runter. Mach mal etwas. Und dann sehen was wir dann. machst du etwas? Das Denkli. Aha. Denkli zusammen. Ja, meinetwegen, aber hilf mir schnell da die Federn einhängen. Federli. Federli. Jetzt muss man den ja schön ein bisschen anklopfen. Ja, das ist... Leichte Spannung dort, das ist gut. Ja, perfekt. Jetzt kannst du die Federli einhängen dort. Ja, jetzt ist es mühsam, aber das war beim Original auch nicht besser. Zack, du! Zack! Wunderbar. Hey, das gibt's nicht. Auspuff ist dran. Wie viele Stunden haben wir an diesem Huren Geschwür rumgebastelt? Hey. Nein, weißt du, schau, da hängen sie da, die Huren Würmer. Tagelang, du. Nein. Was hast du gesagt? Hörst du mich? Ja. Wie
ist jetzt aus so einem Bogen mit diesen Wülsten der überhaupt entstanden? Der schöne, das haben wir gar noch nicht erzählt. Da haben wir ja immer ein Problem gehabt bei dem Hydroformen, dass das Zeug verjagt hat und dass da innen die Wülste hat. Das ist, weil es so ein Gipfel ist, so ein 180-Grad-Gipfel, ist doch da innen viel zu viel Material, das hätte gar nie jetzt können. Dann habe ich ihn wieder aufgetrennt. Dort, wo wir ihn eigentlich geschweißt haben. Wieder aufgemacht. Nein, dann hatte ich die 2 Schalen gehabt, und dann konnte ich es schön ausdengeln, wirklich. Dann haben wir es noch eingeschnitten, dass ein bisschen Material wegkommt. Dann haben wir sie wieder zusammengeschweißt und dann ist das wirklich recht gut gegangen. Also ich finde es eine sehr schöne Form jetzt. Man sieht leider nicht mehr wahnsinnig viel, aber ich wollte die einfach fertig haben. Ich wollte das Kapitel einfach beenden. Weil da haben wir echt, das sind Stunden in den Auspuff geflossen, das ist unglaublich. Mit dem 15er Ritz müssen wir 11'500 Umdrehungen haben. Dass wir da hinten 4'500 haben, dass wir die 100 anbringen, theoretisch. Da ist natürlich die variable Sieg noch nicht eingerechnet, aber ich bin guter Dinge. Ich habe natürlich eben die Spatzung von der Spatzung, also ich habe 110 gegeben. Also sicher. Genau, da haben wir die Kupplungsglocke, da ist die Kurbelwelle drin mit der Fliehkraftkupplung. Da haben wir, das sind die Originalritzel. Das ist natürlich eine kleine Kette und das habe ich habe dem irgendwie nicht so ganz vertraut. Weil mehr ist ja mehr. Mehr ist ein bisschen mehr. Und darum haben wir jetzt eine 3/8-Kette genommen, das sind die Ritzel. Die Ritzel müssen jetzt hier drauf. Anhand von dem habe ich die ganze Linie ausgerichtet. Beim letzten Mal habe ich das einfach geschweißt mit dem Tick. Und das Problem ist aber, da innen ist eine Lagerstelle. Das heisst, da hat es eine Nadelbüchse, ein Nadellager drin. Das läuft direkt in diesem Teil. Und was ist natürlich passiert? Heiß geworden. Und dann hat sich das ein bisschen verzogen, also das läuft nicht mehr schön. Jetzt mache ich zweimal ein 15er und zweimal ein 13er Ritzel auf die Aufnahme und bringe das zum Laserschweißen. Weil Laserschweiß ist affengeil, machst sehr feine Nähtchen und es gibt keine Hitze. Und wieso? 15 und 13, ganz einfach. Da haben wir nicht 5 cm Weg, um den Motor zum Kette spannen. Man kann nur da hinten mit diesen 2 Schrauben kann man die Spannung aufrechterhalten, oder? Ja. Und genau aus dem Grund, wenn man 2 Zähne weniger macht, dann kann man nämlich bei der Kette ein Glied rausnehmen und dann ist die Distanz wieder gleich. Das ist der Trick. Darum 15 und 13, dann haben wir 2 Varianten an Übersetzungen. Also gut, dann mache ich jetzt die Batteriehalterung und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Und ich mache mich als Denkli. Dann suchen wir mal ab. Also, tschüss. Ciao. He. Die Batteriehalterung habe ich hier schon ein bisschen vorbereitet. Das können wir gerade mal anschrauben. Da habe ich ein ordentliches Eisen genommen, selbstverständlich. Das 5 mm. Das sind die da. Ich probiere immer natürlich möglichst platzsparend das Zeug irgendwo einzumüllern. Die ganze Elektronik muss ja auch noch irgendwo her. Also jetzt geht es darum, die Batterie ist nachher hier in diesem Halter rein, schön satt und kommt hierher. Man sieht jetzt hier auch wieder einen Grund, wieso dass der Auspuff einfach eingepackt sein muss, einfach weil das Ganze sehr nah an der Batterie ist. Macht aber nichts. Die Kante da aussen, dann habe ich 390 mm Gesamtbreite. Das heisst, ich habe pro Seite noch 5 mm fürs Case. Muss natürlich da schön parallel sein. Gut. Jetzt können wir den einfach schnell ein bisschen aufdrüllen. So. Söderli. Weil jetzt mache ich da unten 2 M6 hier. Kann man nachher schön Schrauben geben und mit Kontermutter arbeiten. Das ist natürlich eine doppelte Sicherheit. Und wir sehen, ich kann überall, bis jetzt da muss ich es noch selber drehen, aber sonst überall die Senkscheiben, einfach auch natürlich, weil es sehr, sehr wenig Bodenfreiheit hat. Nehmen wir die, wenn ein Stein kommt, dann steht sie da, sondern hat ein bisschen eine Phase, wo es eher mal davon huschen kann, das kleine Steinchen. Jetzt kann ich da unten die Schraube quasi anziehen. Und dann habe ich da oben wie eine Art einen Gewindstift, wo ich jetzt die Halterung drauf machen kann. Jetzt kann man da nämlich einfach schön die Halterung da drauf und dann schön mit Stoppmütterli, das ist ganz wichtig, weil ich könnte mir noch vorstellen, dass die Kiste ein bisschen vibriert, oder? Meine 4'500 Umdrehungen, das tut wie ein Satan in dieser Kiste rein. Es ist einfach nicht schön, wenn dann das Zeug abgeht. In dieser Chromstahlplatte hat es auch Gewind. Das heisst, ich schraube jetzt die da an. Also ihr seht, das ist alles extrem massiv gebaut. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn ich als Mocker dort drauf hocke, auf was auch immer, dass immer von Vorteil ist, wenn man es ein bisschen grösser dimensioniert,
als wenn ein Cyril drauf hockt, zum Beispiel. So, die kann man anziehen und dann hinten ein Kontermütterchen geben. Ein Konterstoppmütterchen, oder? Viele werden jetzt natürlich sagen, ja, das ist übertrieben, das braucht es nicht, aber... Ich möchte dich gern behalten. Genau, sicher ist sicher. Ich freue mich auch auf die erste Fahrt, aber da ist ein gewisser Respekt drum, was ich von mir sonst nicht kenne, oder? Weil es sind halt einfach 100 km/h nahe am Boden. Das ist eigentlich das Einzige, was noch schön ist. Es ist nahe am Boden, also da gehst du nicht tief, da schleifst du noch ein bisschen hin und her. So, und jetzt haben wir hier eine saubere Halterung. Hier natürlich mit einem guten Band. Zack. Was meinst du, wird die wiegen, wenn es fertig ist? Wow, das ist schwierig, ist jetzt schon sau schwer. Ja, gute Frage. 30 Kilo. Rund, würde ich sagen. Ich habe, glaube irgendwo, vom Modellbau früher, habe ich noch so eine Hängewaage. Aber ich glaube, die geht nur bis 15 Kilo. Wenn wir dann schauen. Also eine Badezimmerwaage mitbringen. Ja, das stimmt, das wäre noch einfacher. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man ein Rolling Chassis macht und dann denkt man, ja, das ist ungefähr so, das kommt dann schon gut. Das ist immer ganz schlecht. Also montiert das Zeug wirklich immer so, wie es dann final auch ist. Wie jetzt der Auspuff mit allen Halterungen, einfach, dass der fix ist. Da sieht man, das ist noch sehr, sehr nahe. Ich wollte da nicht näher an die Rädchen herangehen, aber das ist auch etwas, wo dann natürlich zusätzlich noch isoliert wird, die Batterie. Einfach, dass man das ein bisschen sieht. Das ist der Wasserschlauch, der dann herkommt. Da kommt jetzt einer da hinten her. Also ich montiere es bewusst nicht mit Breiden, weil das bringt einfach nichts natürlich. Die Wasserpumpe, da habe ich ja ein Rädchen gedreht, das unten auf das Dach kommt und wo dann über das treibt es das an. Es hat so einen Klemmer dabei gehabt, der über das kommt beim Kart. Ist natürlich kleiner im Durchmesser. Ich will aber auch nicht, dass die zu viel schaufelt, weil da brauchst du eine gewisse Temperatur. Nagelt mich jetzt nicht fest, irgendwo um die 55 Grad herum, wo das Wasser muss haben. Aber ich habe jetzt extra einen kleinen Kühler. Die Wasserpumpe nicht so eine grosse Fördermenge, einfach, dass es mehr auf Temperatur ist. Weil abstellen kannst du noch schnell mal. Wenn du am Fahren bist, eine Runde fahren, abstellen ist kein Problem. Aber wenn du die Temperatur nicht anbringst, dann ist natürlich ein Seich. Da sieht man, das Ganze ist aufgehängt an einer Schraube, die ich gedreht habe hier hinten. Die Schraube befestigt einerseits das Gehäuse und geht dann aber weiter und hat ein Haltegewinde für die Wasserpumpe. Und dann habe ich 2 Ohrringe genommen. Da unten hat es das Gewinde im Lagerbock hinein und dann kann ich einfach quasi den Druck einstellen und arretieren. Ich finde es hure geil, ein schönes Detail. Einfach so schön im Eckli unten, nahe beim Rädchen. Hure knapp beim Ritzel und bei der Kette vorbei, aber es langt. Oder? In diesem Projekt sind 2 mm einfach wirklich viel. So. Mal, das geht, das geht. Das kommt gut. Da sieht man jetzt, da ist nach der Förderpumpe geht's unten in den Zylinder rein. Grundsätzlich ist es ja so, da oben der Zylinderkopf ist natürlich mit Abstand die grösste Temperatur. Das heisst, das Wasser kommt hier raus, geht durch den Thermostat durch, der hat dort eine Verjüngung, mit der Temperatur macht die heiß, es wird, umso mehr geht es auf. Kommt daher, also von da rein, dann oben in den Kühler rein, dann läuft das Wasser durch den Kühler an runter. Da wird auch durch die Waben wird das Wasser natürlich gekühlt. Dann geht das weiter. Da hinten in die Pumpe rein, da ist der Ansug von der Pumpe und dann weiter wird das gefördert und in den Zylinder. Und so ist der Kreislauf. Können wir jetzt aber natürlich noch nicht fertig machen. Wir müssen da diverse Sachen noch schweissen und machen. Aber ich finde, man sieht langsam auch ein bisschen, was das heisst, wie viel Platz das man hat. Es ist wirklich nicht viel. Oder? Also jetzt hat man dann überall hat man nachher noch so ein bisschen die Nischen da. Auf dieser Seite will ich aber natürlich nichts machen. Hitze ist die am schlimmsten da. Also Zündspule etc. ist der Plan. Alles nachher da hinten, irgendwo da unten. Vom Boden aus 400 mm ist Maximum. 395 mm Oberkant von dem Stutzen. Das hat folgenden Grund. Der Tank kommt nachher auf diese Höhe und das Ziel ist auch 395 mm den Stutzen zu haben, weil da kommt ja keine normale Bierkiste drauf. Der Plan ist, irgendwo aus Aluminium etwas zu machen, wo natürlich an eine Bierkiste erinnert. Also ich muss von oben her Wasser nachfüllen zum Beispiel. Oder ich muss den Deckel wegnehmen, ohne jedes Mal die ganze Kiste wegzunehmen. Das ist eigentlich der Plan. Tanken, noch viel besseres Beispiel. Wir haben dann hier irgendwo einen Tankstutzen. Da kann ich auch von oben dran zack, wegnehmen, füllen. Da hinten Benzinhahn, all das Zeug, das muss alles von außen her bedienbar sein. Und darum gibt es so viele Löcher in der Kiste nie, das würde gar nichts bringen, einen Harras zu nehmen. Dann musst du den wieder verstärken und braucht viel zu viel Platz. Ich würde sagen, der Vergaser
Muchli noch schnell haben. Die Schraube muss ich dann auch noch abdrehen, dass ich den Vergaser reinbringe. Das geht wirklich um Millimeter. Ja. Wir schrauben jetzt einfach mal ein bisschen an, dass er hebt. So, das langt schon. Jetzt drehe ich einen Stutzen, den wir dann brauchen, hier mit dem M12x1 für den Benzinhahn, den wir einlöten können. Und der Kriegel ist sicher auch schon etwas am Vorbereiten. Jetzt müssen wir schnell schauen, sonst nehme ich den Hurtank dann schon fertig, wenn wir kommen. Also ich würde sagen, kommt mit! So, Kriegel, also Messing oder Stahl? Zum Löten? Ja. Dann, oder Schweiß, komm, wir schweissen es. Dann mache ich einfach so ein Dings mit einem Tellerli. Dann schweissen wir es her. Dann ist so gross der Teller und dann mache ich da hinten ein M12x1. Und dann können wir da ein schönes Räubchen ziehen, oder? Ja. Wieso bist du überhaupt da oben und nicht unten? Ich kann da etwas drehen. Aha, ja so. Also Innendurchmesser 8, Aussendurchmesser M12x1. Machen wir es 10 mm. Jetzt müssen wir hier langsam einstellen für das Gewind. Ein bisschen mehr. Das Denken wird aus einem Millimeter oder sogar 0,8er Blech. Und dann macht es keinen Sinn, wenn wir jetzt den Stutzen hier 5 mm dick machen. Dann hast du da nur wieder musst wieder viel mehr Hitze geben, dass sich das schön verbindet. Darum machen wir hier schön 2 mm, schöne Phase. Und dann schmilzt es auch viel schneller. So, das war's schon. Oh, schön. Stimmt, hast du das gemessen? Einen rechten Winkel. Du musst einfach wieder etwas zusammen da, oder? Einen rechten Winkel. Dann machen wir mal einen rechten Winkel. Schau mal. Ja, verreckt. Ja, druck's an. Ja, das ist 1 mm Blech, da kann man ein bisschen beugen. Ja, ich schweiss jetzt. Stützli. Oh, geil. Extra fein gemacht oben, dass es nicht zu viel Hitze braucht, oder? Ja, so, jetzt haben wir hier 2 Winkel gemacht und jetzt kommen die so zusammen. Ganz einfach. Und dann vorne und hinten und Deckel drauf. Mal schauen, ob wir das schweissen können. Ist 1 mm dick. Also sehr dünn. Aber da gibt es so Hilfen. Kupferblech. Tue ich das hier hinten an. Das schön stimmt da. Jetzt tue ich das überall mal ein bisschen pünktlen, dass das zusammenhebt und erst am Schluss tue ich dann alles verschweissen. Wunderschön. Jetzt machen wir das gleich auf der anderen Seite. So, jetzt kommt der Stufenbohrer. Jetzt zum Schauen. Das ist sehr wild. Ja, schon. Oh, schau mal. Ah, nein, Jutta. Ah, da hinten. Weißt du, dass man da gut heben kann? Eben musst du ihn ja gut heben, oder? Eben musst du ja gut heben. Eben, gell? Der klemmt ein bisschen fest. Du, kein Wunder, dass du mit die Dings da. Ja, warte jetzt schnell. Ja, das ist überlässig, wenn man so macht. Weißt du? Ja, das ist schlecht, das tut lässig. Kann ich jetzt anzeigen? Ja, das ist gut. So, oder? Oder die Todesmagnete. Oh ja. Das hebt natürlich dann aber. Der hure Magnet ist brutal. Wieso habe ich jetzt das gewusst? Ja, geil. Hast du einen tollen Sturz? Das müssen wir anzeichnen, ja. Ja, es gibt eben so.
Immer, es ist immer alles heiß. Was wir jetzt sagen, also sicher noch Deckel drauf, Benzinhahnstutzen rein. Aber für das wäre eben geil, wenn man es befestigen könnte, um die Position nachher genau wissen, oder? Weil der muss jetzt ja schon daher wegen dem... Oh, jetzt ist der gleich über dem Rädchen. Gut, das lang, ja, aber wenn es das Laden aufbläst eben. Nein. Das kannst du nicht bringen. Wieso machen wir halt hinten nie? Da kann man auch. Nicht. Oder so. Heben wir schnell an das Denkchen. Dann kommt, das ist ja viel besser. Ja. Affe geil! Schau jetzt. Da vorne. Ja, sicher. Das ist doch absolut toll, oder? Das Ding haben wir dann nicht, die Reserve, aber braucht man das? Nein. Und man kann es halt auch nicht leer fahren. Man kann es nur bis daher. Ja gut, aber Aber das geht nicht. Nein. Nein, da vorne wäre schon gut. Dann machen wir es halt da vorne. Ach so. Ja. Sehr gut. Hammer. Und jetzt machen wir einfach nur noch das Stützchen da unten rein. Möglichst weit unten, oder? Ja, ganz im Ecken. Was habe ich gesagt? Ich sag das. Wieso? Das zieht er an. Nicht lachen, hä? So. Nicht lachen! Am besten kann ich weiss, wenn niemand zuschaut. So. Es ist bombastisch. Das ist richtig schwer, das Scheissding. Ich glaube, das ist jetzt schon 30 Kilo, also es wird eher 35 Kilo. He? Ja, schau mal, das ist Gut. so geil. Das ist bombastisch. Da ist das Gummibändchen. So. Ja, schau mal, das geht Ja, es alles. ist verdammt schön satt alles. Genial. Und dann machen wir da das Gummibändchen, dasselbe noch da. Da eine Schraube, hey, es hebt vorig. Da Wasserschlauch geht gut. Ja, lass nur drauf. Perfekt. So. Die Batterie ist auch schon dran. Ja, ja, die Batterie ist auch schon drin. Ja, es kommt langsam geil. Es ist langsam wirklich ein gefülltes Ding. He? Also jetzt ist noch die Zündspule. Die Zündspule ist Aber da hat man da unten noch Platz. Man muss halt, da kann man sie schön daher schrauben. Ja, aber sonst noch ein bisschen Elektronik. Ja, Luftfilter. Es darf nichts rausschauen, hat es geheissen. Da gibt es dann einfach ein Netzchen her. das Netzchen. Ja, das Tumbel in die nimmt. Ja, ja. Der Rest bläst es durch. Dass er nicht hustet. Es gibt dann am Schluss gleich noch eine Scheibenbremse, muss schauen. Aber jetzt erkennt man schon langsam, auf das habe ich mich immer gefreut, jetzt erkennt man schon langsam das Viereckige, ja. wo du nachher einfach das Kistchen darüber einstellen. Das ist verdammt gut. Das ist das hässliche Ding. Gut, sie ist eben eh zu klein drin, aber... Jetzt geht es wegen dem Deckel und das Zeug. Muss aber. Nein, sie ist eben zu klein drin, die Kiste, weil wir haben hier einen Santi und wir haben nur 5 mm Luft eigentlich, oder? Ja, ja, genau. Und da sieht man schön jetzt, das ist wirklich unheimlich gut ausgefüllt. Scheiße. Ja, es ist also schon geil. Und es stecken ja jetzt schon unheimlich viele Stunden in dem Ding rein. Das hätte ich nie gedacht. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es unterschätzt, was die Bauzeit angeht. Es macht aber immer mehr Freude und ich freue mich immer mehr auf das nächste Video. Weil dann dürfen wir mal fahren mit dem Ding. Wir, ja. Ja. Das ist geil. Wunder, ey. Das ist geil. Und gerade so Zeug, alles quasi handmade, wieder einmal mehr. Das macht richtig Spass, man lernt unheimlich viel. Ich würde sagen, da können wir es abschließen. Vielen Dank, Kriegel. Hast du top gemacht. Natürlich gerne. wird das noch fertig geschweißt Ja, jetzt. sicher. Das freust dich am meisten. Wenn du allein kannst schweißen. Eigentlich kann ich einfach alleine schweissen dort. Oder niemand halt auf den Tisch. Und nein, das ist gut. Das wird lässig. Bestens. Das wird richtig lässig. Also, ich sage Tschüss. Ciao zusammen. Macht's gut, bis in 2 Wochen.